Hatten die Nationalsozialisten eine Atombombe? Haben die Nationalsozialisten unter Führung vom Geheimwaffenchef und General der SS, Dr. Hans Kammler, im Jonastal diese Bombe fertiggestellt und auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf getestet? Unsere zuverlässige Quelle aus Deutschland teilt mit, die Deutschen haben in Thüringen 2 Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Wie weit war die deutsche Kernphysik wirklich? Was haben die US-Amerikaner in Deutschland beschlagnahmt und waren es gar 2 deutsche Atombomben, die auf Japan fielen? Warum sind die Akten über Thüringen, insbesondere dem Jonastal, auch nach fast 80 Jahren gesperrt? Dass Jonastal sich praktisch in Akt überhaupt nicht niederschlägt, ist mir bisher völlig unerklärlich. Hat man Angst, dass die Wahrheit preisgegeben werden könnte und dass das Dritte Reich noch vor den US-Amerikanern diese Waffe testete? Oder hatte Hitler gar Skrupel, diese Waffe einzusetzen, aber die Amerikaner nicht? Muss die Geschichte des Zweiten Weltkrieges neu geschrieben werden? Im berüchtigten Jonastal sollen sich im Jahre 1945 mindestens 2 Atombombentests ereignet haben. So geht es aus alliierten Geheimdienstberichten vor. Britischer Agent über Vorbereitungen zu nuklearen Tests in Thüringen. Über 2 Kernwaffentests, die tatsächlich in Thüringen stattgefunden hatten. Sie ist wie eine Kopie unserer Bombe. Oder unsere ist die Kopie. Praktische Ende des Krieges. Über Durchführung des Testes. Unsere zuverlässige Quelle aus Deutschland teilt mit, die Deutschen haben in Thüringen 2 Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Und es gibt tatsächlich mehrere Zeitzeugenaussagen, die das bestätigen. Ein deutscher Arbeiter, der als Strafe in einer Arbeitsgruppe seinen Dienst verrichten musste, sagte im Rahmen von Befragungen der SED in der DDR vor einem Gremium aus, dass er an einem Arbeitseinsatz im März 1945 unweit der Stollenanlage im Jonastal und auf dem Übungsplatz Ohrdruf beteiligt war und die Beseitigung der Spuren der ersten nuklearen Explosion der Menschheitsgeschichte mit eigenen Augen sah. Er schildert detailliert, was sich an diesem Tag im März 1945 ereignet hat. Heinz Wachsmuth gibt am 16. Mai 1962 zu Protokoll: Nach einer Straftat wurde ich zwangsverpflichtet und durch Beziehungen kam ich im März 1944 zum Schachtbauunternehmen Brüx. Erst in Ohrdruf und dann in Bittstedt. Im Industriegebiet Polte II waren wir 6 Deutsche und 16 Häftlinge. 7 Ungarn, 5 Polen und 4 Russen. Es waren alles Techniker. Sie trugen keine Häftlingsanzüge, sondern Uniformen des Felddienstes. Ein Tag, der mir immer in meinem Leben Bilder vor den Augen macht, war der Nachmittag des 5. März 1945. Der Strafarbeiter Heinz Wachsmuth hatte mit seiner Arbeitsgruppe Sonderaufgaben zu erfüllen. Der Auftraggeber war immer die Reichspost bzw. der Forschungsrat. Ein Begriff, der eher wenig spektakulär klingt. Doch ist diese Institution mehr als der Name vermuten lässt. Der Leiter dieser Forschungsanstalt Reichspost war Wilhelm Ohnesorge. Sein Fachgebiet war unter anderem die Physik, dann später Chemie und auch die Atomphysik. Neueste Forschung belegen, dass Ohnesorge die treibende Kraft im Uranprojekt war und den Bau der Atombombe vorantrieb. Mehrfach war er bei Hitler zu dieser Angelegenheit. Auch die Erforschung und der Bau der ersten Zyklotrone gehörten zu seinem Forschungsgebiet gegen Ende des Krieges. Für die Institution Reichspost war die Firma für Sonderaufgaben tätig. Die Befehle waren nach dem Lesen sofort zu vernichten. Die Arbeitsgruppe hatte auf dem Gelände der Polte II ein Gerüst zu errichten für einen Versuch auf dem Truppenübungsplatz, das in wenigen Tagen stattfinden sollte. Bei den US-amerikanischen Tests wurde die Bombe ebenfalls an einem Gerüst hochgezogen. Ob die Arbeiter hier ein solches Gerüst zu errichten hatten, geht aus den Aussagen nicht hervor. Jedoch sollte der Begriff Gerüst ein besonderes Augenmerk erhalten. Am Nachmittag kam die SS mit LKWs. Die Soldaten übergaben einen Befehl. Dieses Schreiben war als streng geheim klassifiziert und der Unterzeichner war kein geringerer als Dr. Hans Kammler, General der Geheimwaffen und Forschung der SS. Wenn eine Größe wie Kammler selbst eine Anforderung tätigt, dann ist dieser Arbeitseinsatz von allerhöchster Wichtigkeit. Der Tag kann auf den 5. März 1945 datiert werden. Zuvor, also am Abend des 4. März 1945, soll auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf ein atomarer Bombentest stattgefunden haben. Es gibt mehrere Zeugen, die dort etwas bemerkt haben wollen, so auch die Verwalterin der Feste Wachsenburg. Die Befragung von Claire Werner durch die SED 1962, erste Aussage gegen Funktionäre aus Berlin im Dezember 1961, durch Unterschrift beglaubigt. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern. Es war der 4. März 1945. Eine Geburtstagsfeier wurde abgesagt. Am Nachmittag war der Bund Deutscher Mädel auf der Burg. Hans Rittermann, ein geheimer Mitarbeiter in Kammlers Stab, war auch da.
Er sagte, dass heute auf dem Platz Weltgeschichte geschrieben wird. Es wird etwas gemacht, was es auf der Welt noch nicht gegeben hat. Wir sollten am Abend auf dem Turm gehen und in Richtung Röhrensee schauen. Er wisse nicht, wie das neue Ding aussehen wird. So waren wir ab 20 Uhr auf dem Turm. Nach 21 Uhr, gegen 9:30, war hinter Röhrensee mit einmal eine Helligkeit wie Hunderte von Blitzen. Innen war es rot, außen war es gelb. Man hätte Zeitung lesen können. Es war alles sehr kurz und wir konnten danach alle nicht sehen. Wir bemerkten nur, dass es eine mächtige Sturmböe gab, aber dann alles ruhig war. Ich, wie auch viele Einwohner von Röhrensee, Holzhausen, Mühlberg, Weschmar und Bittstedt, hatten am anderen Tag oft Nasenbluten, Kopfschmerzen und einen Druck auf den Ohren. Frau Claire Werner beschreibt hier haargenau die Begleiterscheinung von Atomwaffenexplosionen. Heller Blitz, eine starke Druckwelle, zudem die Auswirkungen auf die Körper bzw. die Symptome, die sich sehr stark ähneln zu den Opfern in Hiroshima und Nagasaki, als die US-Amerikaner 1945 die Atombomben auf die Städte warfen. Die Menschen im Bereich des Ground Zeros hatten ähnliche Beschwerden. Die Arbeiter sollten alles an verfügbarem Holz auf die LKWs laden, dann auf die Fahrzeuge aufsitzen. Die Kolonne fuhr in den Bereich Röhrensee, also genau in dem Bereich, wo sich die Feste Wachsenburg befindet, von der Claire Werner den hellen Lichtblitz gesehen hat. In dem Ort Röhrensee angekommen, merkten die Arbeiter, dass dort etwas nicht stimmte. Medizinisches Personal war vor Ort, da die Bewohner merkwürdige Krankheitssymptome aufwiesen. Die Einwohner spuckten Blut, hatten Nasenbluten und starke Kopfschmerzen. Die Bewohner wiesen also Symptome auf, die nach Kernwaffenexplosionen bzw. nach einer Verstrahlung auftreten. Auch Claire Werner sprach genau von diesen Symptomen. Ärzte und medizinisches Personal behandelte die Menschen und sammelte Erkenntnisse, wie sich der menschliche Körper nach einer solchen Explosion verhält. Ähnlich wie die US-Amerikaner in Japan nach der Kapitulation. Sie untersuchten die Opfer, um Erkenntnisse über die Auswirkungen auf den menschlichen Körper nach Atomwaffenexplosionen zu sammeln. Bei Ankunft wurde klar, dass hier bereits neue Anweisungen auf die Arbeiter warteten. Sie sollten weiter Richtung Mühlberg fahren. Dort ist eine Basis auf einem Bauernhof eingerichtet. Dort angekommen warteten Offiziere auf die Arbeiter. Sie bekamen Schutzanzüge, auch die Fremdarbeiter und Häftlinge, die zum Arbeitseinsatz eingeteilt waren. Die Männer hatten die Anweisung bekommen, an einem Wald Holzhaufen zu errichten. Als die Arbeiter in Richtung des Waldes fuhren, sahen sie bereits die ersten erschreckenden Dinge. So lagen dort Leichen, gestapelt zu Haufen. Ein grauenhafter Anblick. Doch was den Arbeitern auffiel und explizit von Wachsmuth erwähnt wurde: Alle Leichen hatten keine Haare, die Kleidung fehlte teils und die darunter befindliche Haut wies Blasen auf. Teilweise rohes Fleisch war zu erkennen. Auch fehlten Extremitäten. Warum die Leichen diese Merkmale aufwiesen, war den Arbeitern unerklärlich. Lediglich eine hohe Hitzeeinwirkung wurde vermutet, da die Verbrennungssymptome eindeutig darauf hinwiesen. Auf dem Weg sahen die Männer, dass durch die SS und Häftlinge weitere Leichen, die dieselben Merkmale aufwiesen, zu Sammelpunkten herangeschleppt wurden. Die Männer wurden angewiesen, Holzhaufen zu stapeln. Als bereits 6 solcher Holzhaufen fertiggestellt waren, begannen die Häftlinge unter Aufsicht der Wachen, Leichen, immer ca. 50, auf die errichteten Holzhaufen zu legen. Anschließend wurden die Holzstapel in Brand gesetzt. Jetzt wurde den Männern bewusst, dass sie Scheiterhaufen errichteten. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, hatten wir Anweisung, zurückzufahren. Im Bereich Mühlberg, wo die Arbeiter die Schutzausrüstung erhielten, mussten die Männer ihre Schutzkleidung ablegen. Soldaten der SS nahmen die Gegenstände entgegen, die daraufhin verbrannt wurden. Die Männer mussten sich waschen. Ähnlich wie heute bei Dekontaminationsmaßnahmen nach ABC-Einsätzen. Danach erhalten sie neue Kleidung, Schutzanzüge und Schnaps. Der Schnaps hat keine Wirkung gegen die Strahlung, lediglich einen psychologischen Effekt. Doch bis heute ist weit verbreitet, dass bei radioaktiver Strahlung hochprozentiger Alkohol helfen würde. Die Deutschen gaben diesen Schnaps sehr wahrscheinlich aus, um die Erschöpfung des Körpers durch radioaktive Strahlung zu überdecken. Ein SS-Offizier sprach mit Wachsmuth. Er sagte ihm unter vorgehaltener Hand, dass in diesem Bereich gestern etwas Neues getestet wurde. Es habe eine sehr große Flamme gegeben, doch verlief der Test nicht wie geplant, so der Offizier. Zitat: Davon wird die ganze Welt sprechen und wir Deutschen sind die Ersten. Zitat Ende. Auch Claire Werner hat zu diesem Ort eine Aussage getätigt. Am Tag nach der Explosion, am Nachmittag des 5. März 1945, fanden sich etwa 100 bis 150 SS-Offiziere auf der Feste Wachsenburg ein. Sie fragten, wo die Leichen seien, wo sie hingebracht wurden und wer schon da war. Wir wussten von nichts. Sie fragten, ob sie hier auf dem Objekt Burg seien. Ich sagte ihnen, dass sie auf der Feste Wachsenburg, die im Volke immer als Burg bezeichnet wird, seien. Ein Kraftfahrer gab die Meldung ab, dass das Objekt über Ringhofen zu erreichen wäre. Daraufhin fuhren die Autos von der Burg nach Mühlberg.
Vom Turm aus sah ich, dass sie dann zum Übungsplatz fuhren. Also genau dorthin, wo die Arbeiter die Leichen zu verbrennen hatten. Eine weitere Überschneidung der Aussagen zweier Zeugen. Weitere Einsätze folgten. So wurden die Arbeiter erneut zum Errichten von Holzstapeln in den Bereich geschickt. Laut Aussagen von Wachsmuth sahen sie, wie noch lebende Menschen, ca. 12 bis 15, aus dem Wald kamen, schwer entstellt, teilweise blind. So wirkte es. Ich kann es auch heute nicht beschreiben, so Wachsmuth. Die Wachen der SS haben diese Menschen dann erschossen und ihre Leichen von weiteren Häftlingen auf die Holzstapel bringen lassen. Ein russischer Häftling in Wachsmuths Gruppe hat mit einem Häftling gesprochen, bevor er verstarb. Er soll gesagt haben: Ein heller Blitz, Feuer, viele Menschen sofort gestorben, von der Erde weg, einfach nicht mehr da, schwere Brandverletzung, viele sofort blind. Der Häftling war Pole und murmelte diese Worte, bevor er starb. Auch diese Aussage beschreibt die Auswirkung eines Kernwaffentests. Ein SS-Mann sagte aus, dass die Häftlinge aufgrund ihrer schweren Verletzungen erschossen werden mussten. Knapp 700 Häftlinge oder Kriegsgefangene nahmen an dem Test teil. 350 mussten dann erschossen werden. Knapp 350 starben sofort oder kurz nach der Explosion und somit gab es keine Überlebenden. Der Test sei völlig anders verlaufen, als man dachte, und so kamen auch Soldaten der SS ums Leben. Knapp 20 Soldaten nahmen teil und befanden sich im Explosionsgebiet. 10 SS-Männer mussten ebenfalls erschossen werden, da ihre Verletzungen zu stark waren. Alle Leichen wurden verbrannt. Das deckt sich mit den Aussagen des Arbeiters Wachsmuth. Auch hier gibt es erstaunliche Parallelen. Auch der GRU-Bericht vom 23. März 1945 besagt Gleiches. Sie fanden in einem Waldgebiet unter strengster Geheimhaltung statt. Kriegsgefangene, die sich im Explosionszentrum befanden, kamen um, wobei häufig von ihnen keine Spuren blieben. Andere Kriegsgefangene, die sich in einigem Abstand zum Zentrum der Explosion aufhielten, trugen Verbrennungen an Gesicht und Körper davon, deren Grad von der Entfernung zum Zentrum abhing. Auch der sowjetische Geheimdienst bestätigt das, was der Häftling vor seinem Tod erzählte. Eine weitere Bestätigung der Geschehnisse des 4. März 1945. Auch in Hiroshima und Nagasaki sagten die Überlebenden aus, dass die Menschen einfach vom Erdboden verschwanden, schwerste Brandverletzungen aufwiesen und erblindeten. Zweifelsohne hat sich hier eine Kernwaffenexplosion ereignet. Diese Tatsache ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Nach dem zweiten Einsatz wurden die Arbeiter zurück zum Gut gefahren. Wieder Kleidung abgeben und verbrennen, Schnaps ausgeben und neue Kleidung erhalten. Gegen 23 Uhr wurden die Arbeiter zurück zur Polte gefahren. Wir konnten an diesem und den nächsten Tagen nichts essen, nur immer wieder Schnaps. Schriftliche Aussage mit Unterschrift gezeichnet Wachsmuth. Nach diesen Aussagen von 2 Zeitzeugen, die sich nicht kannten und die auch nach dem Krieg nichts mehr mit diesen Themen zu tun hatten, da sie in der sowjetischen Besatzungszone lebten und solche Geschichten dort schnell zum gesellschaftlichen Aus- bzw. weiteren Repressalien geführt hätten, gaben ihre Erlebnisse vom 4. und dem 5. März 1945 so zu Protokoll, unabhängig voneinander. Nach ihren Aussagen kommt man nur zu einem Schluss. Hier hat sich tatsächlich eine Kernwaffenexplosion ereignet. Und das noch vor den US-amerikanischen Tests. Zudem bestätigten die sowjetischen Geheimdienstberichte die Aussagen der Zeugen ebenfalls, da sie fast genau das besagten, was die Zeugen erlebt haben und ohne, dass die verschiedenen Zeugen sich kannten und gar miteinander sprachen. Auch hatte Hans Kammler am 5. März 1945, also einen Tag nach dem Test, einen Termin bei Heinrich Himmler. Vertraute von Himmler sagten aus, dass er nach dem Treffen mit Kammler nicht mehr so ernst war und sogar Zuversicht ausstrahlte. Auch hier ein weiterer Hinweis, dass Kammler ihm einen Tag nach dem Test das Ergebnis mitteilte. 1938 wurde die Kernspaltung von Otto Hahn und Lise Meitner entdeckt. Ihre Erkenntnisse übermittelten sie an das Heereswaffenamt. Ein Land wie Deutschland, welches den anderen Ländern in der Forschung und Entwicklung um Jahrzehnte im Voraus war, soll in der von ihm entdeckten Kernspaltung hinter allen anderen Ländern zurückgeblieben sein? Alleine diese Aussage ist bei näherer Betrachtung mehr als absurd. Nicht nur der Uranverein, der mehr oder weniger ziviler Natur war, hat an der Kernphysik geforscht. Im streng Geheim gab es weitere, heute unbeachtete Gruppen von Wissenschaftlern, die für das Militär direkt forschten. Das Heer, die Kriegsmarine, die Luftwaffe und die Reichspost. Ab 1944 übernahm die SS unter Führung des legendären Geheimwaffenchefs und General der SS, Obergruppenführer Doktor der Ingenieurswissenschaften Hans Kammler, die Kontrolle über die Kernphysik. Er hatte Einblicke über alle Institutionen, ihre Forschung und ihren Fortschritt und konnte ergo auf eine gigantische Menge an Forschung, Entwicklung und Erprobung zurückgreifen und alle Ergebnisse kanalisieren mit dem Ziel, die Atombombe zu bauen und zu testen. Und das führte er im Jonastal,
tief unter der Erde durch. Das Jonastal war das Hochtechnologiezentrum des Dritten Reiches. Das wussten auch die Amerikaner. Mit aller Macht versuchten sie, vor den Sowjets dieses Gebiet zu erreichen. Sie ließen dafür sogar Berlin, also die Reichshauptstadt, links liegen, obwohl sie es propagandistisch hervorragend hätten nutzen können, da sie damit symbolisch gezeigt hätten, dass sie die Nazi-Tyrannei vollends besiegten. Sie opferten diesen symbolischen Sieg und überließen Stalin dieses Privileg, um an die geheime Technologie in Thüringen zu gelangen. Der 4. Panzerdivision wurden wir dann in größter Eile nach Osten verlegt. Dabei ließen wir alle Orte entlang des Weges links liegen. Alleine diese Tatsache zeigt die enorme Bedeutung dieses Gebietes. Warum es heute für die meisten Menschen unvorstellbar ist, dass im März 1945 in Ohrdruf eine Atombombe getestet wurde, ist die Tatsache, dass die Menschen den Vergleich zum Trinity-Test herstellen. Diese Bombe war eine Kernspaltungsbombe mit hoher Zerstörungskraft. Doch die deutsche Bombe, die getestet wurde, war eine ganz andere. Deswegen ist auf dem Übungsplatz Ohrdruf auch nicht die übliche Kraterbildung, Zerstörung und Radioaktivität, die üblich für Kernspaltungsbomben ist, zu finden. Doch was wurde hier getestet? Gerlach schrieb bereits im Jahre 1944 an Göring, dass man einen anderen Weg gefunden hatte, die Kernenergie freizusetzen, ohne durch Uranzerfall. Hier sprach Gerlach von der thermonuklearen Reaktion. Und genau eine solche Bombe testete man. Eine thermonukleare Bombe, oder heute bekannt als Wasserstoffbombe. Dazu benutzte man das Zündverfahren durch Hohlladung. Besser gesagt, die Deutschen entwarfen eine hybride Bombe. Wie genau sie das schafften, ist im Detail unklar. Bekannt ist, dass man eine kleine Menge spaltbares Material und Fusionsstoff mit kommerziellen Sprengstoffen in wohl sehr großen Mengen verband und so die Bombe konstruierte. Zum Test jedenfalls. Die Begleiterscheinungen sind unter anderem Radioaktivität, Bluthusten, Kopfschmerzen, worüber Anwohner klagten. Starke Detonationswelle. Claire Werner beschrieb das als starken Wind. Hohe Temperaturen, die Verbrennung der Häftlinge, sowie die Geheimdienste und Zeitzeugen aussagten, ohne zu wissen, von was sie berichteten. Bei den Zeugen ist das zumindest der Fall. Der GRU wusste das natürlich genau. Doch dann müsste zumindest schwache Radioaktivität dort spürbar sein. Ist sie auch. Oder hergestellt wurde, oder die Versuche gemacht wurde, nukleares Material herzustellen. Im Zweiten Weltkrieg. Zu viel für natürliche Strahlung. Eindeutig zu viel. Der Zeiger schlägt hier an der Oberfläche schon deutlich weiter aus. Und das deutet auch auf eine erhöhte Strahlung hin. 0,5, das ist etwa das Dreifache hier. Es sind also der Faktor 10, es sind hier 3 Mikrosieverts pro Stunde amtlich. Das ist also der 10-fache Nulleffekt, das kann nicht von der Höhenstrahlung sein. Wenn es hier radioaktive Experimente gegeben hätte, dann müsste sich das heute noch nachweisen lassen. Erst im vergangenen Jahr waren ein Strahlenexperte des Umweltamtes und ein Atomphysiker der Uni aus Ilmenau auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf. Ihre Messungen zeigten zwar keine akute Gefahr, gaben aber dennoch Rätsel auf. Das kann nicht von Natur aus sein. Es muss also mit diesen Sachen operiert worden sein. Und nach 40 Jahren ist etwa, oder 50 Jahren, sind noch so kleine Restbestände übrig geblieben, wo so eine lokale Verschiedenheit vorhanden ist. Die erste Testbombe soll im Kern nur etwa die Größe eines Fußballs gehabt haben. Der atomare Kern jedenfalls. Die Bombe war durch den hohen Anteil an kommerziellen Sprengstoffen erheblich größer. Die Sprengwirkung soll etwa nur ein Hunderttausendstel der Hiroshima-Bombe gehabt haben. Die Testbombe, wenn man sie denn so bezeichnen möchte, wurde an einem Gerüst in mehreren Metern Höhe gezündet. Die Energie, die auf dem Boden abgegeben wurde, betrug weniger als 1%. Genauere Hintergründe zum Bau einer hybriden Bombe existieren für die Öffentlichkeit natürlich nicht, denn niemand möchte, dass es Terroristen oder Staaten möglich ist, solche Bomben zu bauen. Dementsprechend kann niemand die Frage beantworten, wie es den deutschen Wissenschaftlern gelang, solche Bomben zu konstruieren. Fakt ist, es gibt diese Waffe in den Arsenalen der Atommächte. Hans Kammler wurde 1945 von Adolf Hitler persönlich als Leiter der deutschen Strahlenforschung ernannt. Kammler hatte also die gesamte deutsche Forschung unter sich und trieb den Bau der Atombombe voran. Wenn man alle Aussagen der Zeugen richtig deutet, berücksichtigt, dass es sich um keine Kernspaltungsbombe handelte, die alliierten Geheimdienstberichte und die heute noch spürbaren Altlasten wie Strahlung hinzuzieht, dann kommt man nur zu einem Schluss. Hier hat im März 1945 die erste atomare Explosion der Welt stattgefunden. Und das noch vor den US-Amerikanern. Es geht spannend weiter, denn noch weitere Tests wurden hier durchgeführt. Man wollte diese Waffe einsatzbereit haben und dazu das passende Trägersystem. Wir beleuchten weitere Ereignisse, die von Zeitzeugen unabhängig getätigt wurden. Folgt mir auf der Suche nach Hitlers Atombombe.